Wenn man das Gefühl hat, dass man wo nicht weiterkommt, dass man wo irgendwie stecken bleibt und dass man zwar gerne etwas machen möchte oder einen Plan hat oder eigentlich sich denkt, ja, ich möchte das gerne erreichen, aber dass es irgendwie nicht funktioniert oder dass es irgendwas gibt, das einen daran hindert, obwohl man nicht genau weiß, was das ist oder was das sein kann, dann darf man sich davon nicht verunsichern lassen, man darf sich auch nicht oder man muss sich nicht davon verunsichern lassen und man muss sich auch nicht geschlagen geben und sagen, oh Gott, es ist alles schlecht oder ich habe alles falsch gemacht, sondern das ist sehr oft so, wenn wir etwas aufbauen, wenn wir etwas lernen, wenn wir uns eine neue Fähigkeit aneignen wollen, wenn wir etwas studieren, dann bleibt man oft irgendwo stecken und man weiß nicht, wie man weiterkommen soll. Und meine Erfahrung ist so, es ist ein bisschen wie ein Kreis. Also oft braucht man sich nicht auf einen bestimmten Punkt zu versteifen und zu konzentrieren. Und wenn man diesen Punkt nicht schafft, dann ist alles zu Ende. Oder wenn man diesen Punkt nicht lösen kann, dann ist alles zu Ende. Sondern man muss einfach woanders weitergehen. Und zu einem späteren Zeitpunkt kann man dann diesen Punkt auch lösen. Oder kann man diesen einen Stein vom Weg weglegen und den Weg weitergehen. Und das erlebe ich sehr oft, das erlebe ich nicht nur beim Sprachenlernen, das erlebe ich auch mit meinem Ding, das ich im Internet mache, dass man gewisse Dinge zwar irgendwie schon im Hinterkopf hat und sich denkt, ja, ich möchte das machen und wann kann ich das endlich machen, wann ist das endlich Realität, aber dass es oft irgendwie noch nicht ganz reicht, dass noch irgendwie was fehlt oder dass man selber sich bei einer gewissen Sache so noch irgendwie unsicher ist oder zögert, manchmal die Zeit für etwas noch nicht ganz reif ist. Es können verschiedene Gründe sein. Und dass man aber trotzdem, wenn es etwas ist, das man wirklich machen möchte, dann kommt man sowieso wieder dorthin zurück. Dann kommt man wieder dorthin zurück und nach einiger Zeit, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, dann sieht man das schon anders, dann betrachtet man diese Sache schon anders und man hat vielleicht schon irgendwie andere Dinge dazugelernt, kann dann dieses Problem eigentlich lösen. Das ist genauso beim Sprachenlernen auch so. Wir haben immer wieder gewisse Dinge, die ganz, ganz schwierig sind. Oder in deinem Fall, wo tust du dir sehr schwer beim Deutschlernen? Gibt es einen bestimmten Punkt, der für dich sehr, sehr schwierig ist? Also natürlich, bei mir beim Spanischlernen, natürlich, beim Chinesischlernen genauso, Englisch genauso. Ja? Man trifft auf das Problem und zu einem späteren Zeitpunkt trifft man noch einmal auf das Problem oder wird einem das Problem nochmal bewusst oder mehr bewusst. Und dann sieht man das schon anders und kann besser damit umgehen. Der Sinn oder sagen wir mal die Message, die Botschaft, die ich hier einfach sagen will, ist, es ist ganz normal, Nummer eins. Nummer zwei, es ist gut so. Und Nummer drei, man lernt immer was dazu und man kommt immer weiter. Also oft sehen wir erst später, dass wir eigentlich schon einen Fortschritt oder Fortschritte gemacht haben. Wir denken uns oft, ich mache keine Fortschritte, ich komme nicht weiter, ich weiß noch immer viel zu wenig und ich kann das und das nicht sagen, ich kann mich nicht ausdrücken. Wenn wir jetzt das Sprachenlernen als Beispiel nehmen, dann denken wir uns das oft. Das ist aber nicht wirklich zutreffend, sondern wir machen sehr subtile Fortschritte. Wir machen die Fortschritte sehr oft unmerklich. Wir merken das nicht bewusst, sondern höchstens dann irgendwann viel später, wenn wir auf einmal sehen, hey, wow, ich kann auf einmal das sagen und das auch und unglaublich, toll. Aber vorher haben wir uns was ganz anderes gedacht. Ja, also manchmal fokussiert man sich einfach auf was anderes. Man konzentriert sich entweder auf dieses Projekt, auch wenn man sich denkt, oh, aber ich sollte eigentlich das machen, aber ich mache jetzt das. Macht nichts. Mach dir keine Sorgen. Wenn du spürst, dass du zuerst das machen möchtest, mach zuerst das. Auch wenn irgendwie, ich weiß nicht, jemand anderes sagt oder wenn irgendeine andere Stimme sagt, du musst das hier machen. Warum machst du das nicht? Wenn du spürst, dass du lieber das machen möchtest, aber wie gesagt, so geht es mir.
Es geht sehr viel um das Spüren. Also wenn du das Gefühl hast, das ist jetzt die bessere Wahl und das ist jetzt dort, wo ich mich wohlfühle und dort fühle ich mich nicht so wohl, naja, dann kannst du mal, sagen wir es so, dann kannst du mal versuchen, das weiterzumachen und dich einfach selber beobachten. Ja? Weil ich habe oft mir schon gedacht, ja, ich mache jetzt den Kurs und den Kurs und den Kurs und dann habe ich ein großes Ding, das setze ich dann ins Internet oder irgend solche Sachen. Aber der Punkt war so, ich habe einfach nicht und nicht und nicht angefangen, weil da hat sich irgendwas gewehrt. Da war irgendwas, das hat sich gewehrt. Und im Nachhinein ist man immer gescheiter und im Nachhinein kann man auch viel besser bewerten, was man oder wie man das machen möchte. Also das ist so das, was ich hier sagen wollte, ja. Okay, schönen Abend noch und bis bald.